Alle 5 Minuten startet irgendwo in der Welt ein Flugzeug mit Ziel Frankfurt. Der erste Jumbo auf Rhein-Main. Oberbürgermeister Prof. Dr. Willy Brundert hatte es gerade noch geschafft, um die 29-köpfige Besatzung auf Rhein-Main zu begrüßen und Frankfurt Bildbände zu überreichen. Dem Frankfurter Flughafen wünsche ich allzeit gute Starts und gute Landungen. Von Kritikern als Apokalypse beschworen, rund 1,5 Milliarden Mark hat das neue Terminal gekostet. Die einen haben ein Ding getragen, das da für die Stadtbahn West, und die anderen haben ein Ding getragen, die waren dagegen. Plötzlich peitschten Schüsse durch die Luft. Und ich sah, dass da ein Kollege auf dem Feldweg lag, mehrere Kollegen um ihn rum. Menschen irren durch die Halle, sie stehen noch ganz unter dem Schock der Explosion. So, und wir gehen jetzt mit der Kamera sofort nach draußen, denn die nächste Maschine im Landeanflug, das soll die A380 sein. Maschine kommt. Und ein schönes Prösterchen. (1958). Die Luftfahrt boomt. Der Renner? Flüge von Hamburg oder Frankfurt nach Amerika oder Asien mit der Superstar Constellation. Da stehen sie, schnittig und elegant mit dem delfinförmigen Rumpf, weit hinten ansetzenden Flügeln und dem langen Bug. 45,7 Meter Spannweite, 35,4 Meter Länge. So also sieht die Superstar von außen aus. Und so von innen. Jawohl, erst mal schön gemütlich machen und dann gilt es, vorsichtig die Lage zu peilen. Four to zero, ready for takeoff. Everything set. Ready to go. Die Zeit der Super Conny ist schnell vorbei. Lufthansa investiert in Düsenjets des amerikanischen Herstellers Boeing. Die sind schneller und sparsamer wie diese 727. Jede Maschine wird getauft auf den Namen einer deutschen Stadt. Mit diesem Wunsch taufe ich dich auf den Namen Kassel. Die neue Maschine der Lufthansa wird im Europadienst im Vorderen Orient und in Afrika eingesetzt. Good evening. Alfred Hitchcock, amerikanischer Produzent und Regisseur psychologisch verwickelter Kriminalfilme, traf zu einem kurzen privaten Besuch in Deutschland auf dem Frankfurter Flughafen ein. Der Regisseur, der unter anderem mit seinen Filmen Psycho und Vögel sehr viel Aufsehen zu erregen wusste, befindet sich mit seiner Frau auf einer Europa-Rundreise. 3 Trachtenmädchen schenkten ihm zu seinem Empfang Appleby ein. Und ein Küsschen in Ehren konnte selbst Gruselmeister Hitchcock nicht verwehren. Ein bei solchen Anlässen anscheinend unentbehrliches Geschwisterquartett machte ebenfalls seine Aufwartung. Ich bin Hanni, ich bin Rosi, ich bin Loli, ich bin Evi. Dass wir reizend sind, ist nicht zu übersehen. Man nennt uns die Jakob-Sisters, alle Herren Monsieur und Misters gäben sonst was drum, mit uns mal aufzugehen. Ja, das war ein lustiges Kerlchen, war das. Und dann sagte er, ich würde ja am liebsten mit euch einen Film drehen. Bloß habe ich Bedenken, dass die Leute nicht das Gruseln kriegen. Die kriegen das Lachen, sagt er. Die kommen ja aus dem Lachen, weil ihr ernst seid. Jetzt kommen die lustigen Tage. Und dann waren wir als Stewardessen angezogen und haben so ein bisschen serviert und gesungen. Im Flugzeug drin, hoch über den Wolken. Ja, da sind wir zu Haus. Hoch über den Wolken, da kennen wir uns aus. Die Fliegerei macht es möglich. Immer mehr Hollywood-Stars kommen nach Deutschland und immer mehr deutsche Stars kommen nach Hollywood. Also der Flughafen war ja sehr, sehr wichtig für uns. Sonst wären wir ja gar nicht in die Länder gekommen.
Europa angefangen bis nach Hawaii, Kalkutta, Hongkong. Hongkong ist so schön. Hongkong, happy Hongkong. Und ein schönes Prösterchen. 16. Juni. Grundsteinlegung für ein Riesenterminal. Rhein-Main platzt aus allen Nähten. Für 2 Millionen Passagiere pro Jahr ist der Flughafen zu klein. Frankfurt hat jetzt die größte Baustelle Europas. Die 1,9 Millionen Kubikmeter umbauten Raumes entsprechen 6.000 Wohnungen für 20.000 Menschen. Klotzen statt Kleckern ist die Devise. Das neue Terminal wird das größte Europas. Für 30 Millionen Passagiere pro Jahr. Das dürfte reichen für alle Ewigkeiten, dachten die Experten. Die Flugzeuge werden moderner und größer. Eine DC-8, der erste Langstreckenflieger für 200 Passagiere. Mit ihm purzeln die Preise. Ein Ticket nach New York kostet statt 2.000 jetzt nur noch 900 D-Mark. Alle 5 Minuten startet irgendwo in der Welt ein Flugzeug mit Ziel Frankfurt. Rhein-Main ist nach London und Paris der drittgrößte Passagierflughafen Europas, klammert man die Sowjetunion aus. Es versteht sich, dass die Fluggesellschaft eine ganze Reihe von Maßnahmen treffen muss, die der ständig steigenden Popularität des Flugzeugs als Beförderungsmittel Rechnung tragen. Der Ankauf von 24 Maschinen des neuen Typs Boeing 737 ist eine der Maßnahmen. Ein neues Kurzstreckenflugzeug für innerdeutsche und europäische Flüge. Täglich landen Flieger aus Amerika und Asien in Frankfurt. Die Crews müssen hier übernachten. Der Flughafen braucht ein Hotel. 1968 beginnen die Arbeiten für das Airport Hotel. Klaus-Dieter Jandl hat die Zeit damals miterlebt, als Kellner. Ja, ganz willkommen. Ja, hallo, ist das ein Service? Später ist er Hoteldirektor. Der Bus, 9 Sitze, 50 PS, Luxus pur. Airport Hotel, kann's losgehen, ja? Ja, bitte, gerne. Das ist der erste Shuttlebus, ich glaube, den es am Flughafen in Deutschland überhaupt niemals gegeben hat. Also der erste Shuttlebus, der vom Frankfurter Flughafen zum Airport Hotel gefahren ist. Dieses Airport Hotel, wo wir jetzt hinfahren, Steigenberger Airport Hotel, ist in den Ende der 60er Jahren in Betrieb gegangen. War damals das erste Flughafenhotel in Europa überhaupt. Der Mann hier rechts hatte die Idee. Generalkonsul Egon Steigenberger. Ein Hotel direkt am Terminal. Doch die Sicherheitsbehörden haben Bedenken. Er darf 1 Kilometer entfernt bauen, aber nur mit Auflagen. So darf das Gebäude maximal 31 Meter und 60 Zentimeter hoch sein, um Flugzeuge nicht zu gefährden. Im Mai 1969 dann die Eröffnung. Der erste Gast, ein Geschäftsmann aus England. Stammkunden sind vorwiegend Piloten und Stewardessen. War sehr erfolgreich, hatte eine Auslastung von über 100%. Dadurch, dass es eben eine Doppelnutzung kam von Gästen, die tagsüber in Frankfurt nur umsteigen wollten. Und dann eröffnete später die Konkurrenz hier am Flughafen direkt mit Terminalanbindung. Doch den Titel Airport Hotel darf nur einer tragen. Bis heute. Völlig überraschend landet am 28. Januar das größte Düsenverkehrsflugzeug der Welt, eine Boeing 747. Wolfgang Schwalm hat mehr als 30 Jahre am Flughafen gearbeitet. Er erinnert sich an die außerplanmäßige Jumbo-Landung in Frankfurt. Da sollte der Jungfernflug über den Atlantik dieser Boeing 747 nach London gehen. Die internationale Presse hat dort bereits gewartet. Und dann war wie so oft Nebel in London. Und die Maschine wurde kurzfristig nach Frankfurt umgeleitet. Das war natürlich für alle Beteiligten sehr überraschend. Und man musste da ein bisschen improvisieren. Aber es war bereits die erste Andockposition am neuen Terminal an der Baustelle vorhanden. Und da konnte man bereits in der künftigen Art und Weise diesem Großraumflugzeug gerecht werden. Etwa 25 Mann sind normalerweise für den Wartungsdienst nötig. Heute waren es allerdings mindestens 4-mal so viel. Teils aus Schaulust, teils aus Sorge um die prominente Maschine.
Der Überraschungsgast am Airport wird wie ein Staatspräsident empfangen. Mit Ehren und Geschenken. Oberbürgermeister Professor Dr. Willy Brundert hatte es gerade noch geschafft, um die 29-köpfige Besatzung auf Rhein-Main zu begrüßen und Frankfurt Bildbände zu überreichen. An Bord ist auch Hollywood-Schauspieler Gregory Peck, einer von vielen Prominenten, die auf Rhein-Main zu sehen sind und über die in den 70er Jahren gerne berichtet wird. SPD-Politiker Willy Brandt, Louis Armstrong und dieser Herr. Der König von Burundi, Mambutsi IV. 3 Monate später. Als erster europäischer Kunde erhält Lufthansa den Jumbo. 3 werden geliefert, stationiert in Frankfurt. Ende April startet der Jungfernflug nach New York mit der Boeing 747-130. Mit an Bord ein HR-Reporter. Über den Köpfen wird in einem großen Ablageraum das sonst immer störende Handgepäck untergebracht. Flugzeit 8 Stunden. In der Kabine 364 Passagiere und 25 Besatzungsmitglieder. Neue Schlepper, Hub- und Tankwagen sind nötig, um den Riesenvogel abzufertigen. Der Flughafen wächst Jahr für Jahr. 1300 Fußballfelder sind es schon 1971. Größter Arbeitgeber ist Lufthansa mit 8000 Mitarbeitern. Frankfurt ist Heimathafen und Luftverkehrskreuz. Die Airline investiert Millionen in den Standort. Im Norden entsteht die größte Flugzeugwerft der Welt. Hier das Modell der Halle. Sie überdeckt eine Fläche von 27.000 Quadratmetern, ist 270 Meter breit, 100 Meter tief und hat eine lichte Höhe von 25 Metern. In dem neuen Hangar hätte der quergelegte Eiffelturm Platz. Oder 6 Jumbojets gleichzeitig. Dem Frankfurter Flughafen wünsche ich allzeit gute Starts und gute Landungen. Mit diesem Wunsch setze ich jetzt die neue Empfangsanlage durch einen Knopfdruck in Betrieb. Glück auf! 14. März. Terminal 1 ist fertig. Das größte Europas damals. Und dann konnte der Bundespräsident Heinemann die Fluganzeigetafeln in Betrieb setzen, auf denen dann stand, das Terminal 1 ist eröffnet. Zwar schaute der Bundespräsident bei der Eröffnung um sich und meinte, ist das nicht ein Anzug, der 2 Nummern zu groß geraten ist? Weit gefehlt. Nach wenigen Jahren war der Anzug schon wieder zu knapp. Die Luftfahrt war in diesen Jahren eine derartig dynamische Entwicklung genommen. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Und mit diesem Terminal 1 waren wir in der Lage, das zunächst einmal aufzufangen. Das Gebäude ist revolutionär. Der Flughafen eine Attraktion, nicht nur für Fluggäste. Von Befürwortern als Zukunftsvision apostrophiert, von Kritikern und Skeptikern über Jahre als Apokalypse beschworen, ist dieses gigantische Projekt in 10 Jahren Wirklichkeit geworden. Rund 1,5 Milliarden Mark hat das neue Terminal gekostet. Wo ist dieses Geld geblieben? Was ist daraus entstanden? Also es gab dann Entertainment, es gab Kino, Disco, Supermarkt. Das Dorian Gray, Deutschlands berühmtester Tanzschuppen mit vielen Prominenten aus Sport, Funk und Fernsehen. Und wer mag, geht vor der Party zum Friseur, nach der Disco zum Bäcker. Es gab über 100 verschiedene Einzelhandelsgeschäfte. Das war vorher alles undenkbar. Und damit war Frankfurt eigentlich weltweit erstmal Pionier. Viele andere Flughäfen haben das dann abgekupfert und sich ein Beispiel dran genommen. Und eine Weltpremiere gibt's auch. Eine Flughafenklinik. Zur Ausstattung gehören Röntgengeräte und ein komplett eingerichteter Operationssaal. Heute hat der Flughafen statt einer Klinik eine Ambulanz.
Natürlich die größte an einem Airport, sagt Flughafenarzt Holger Czerwonka. So, hier ein Behandlungsraum, noch ein Behandlungsraum, Diagnostikraum zur Linken. Das ist unser Notfallraum. Wir hatten in der alten Klinik nicht so einen definierten Raum. Wir hatten den Platz, aber nicht den Raum. Und du brauchst bei einem Notfallpatienten die Möglichkeit, um von mehreren Seiten an einen Patienten rantreten zu können. Und deswegen haben wir ganz früh in der Planung des neuen Medical Centers darauf bestanden, dass wir einen doppelt so großen Notfallbehandlungsraum bekommen. Das ist perfekt. Der Flughafen ist wie eine kleine Stadt. Fehlt nur noch Gottes Segen. Um die Koffer kümmert sich eine Förderanlage. Wer aber ist zuständig für das seelische Gepäck? Nach dem Vorbild amerikanischer Flughäfen gibt es auf dem Frankfurter Flughafen seit 1972 die Institution der Flughafenseelsorge. Inklusive Kapelle und Pfarrer. We are clear and we know that our Lord is the light of the world and therefore we have the candles here and in the end of the Mass, if you want, you can have the blessing of St. Blaise today. Pater Walter Mader ist der erste Flughafenpfarrer in Deutschland. Am Anfang, als ich hierher kam, war das mein erster Besuch eines Flughafens überhaupt. Ich wusste ja auch nicht. Und ich habe damals, als ich vom Bischof gefragt wurde, ob ich das hier aufbauen wollte in Frankfurt, gefragt, was ich machen soll. Und dann sagte er zu mir, ich weiß es ja auch nicht. Wir hatten das noch nicht in Deutschland. Gehen Sie einfach mal hin. Wenn es gelingt, bleiben wir. Wenn es nicht gelingt, dann müssen Sie halt wieder zurückgezogen werden. Er hält die ersten Gottesdienste im Terminal und führt Gespräche mit Mitarbeitern. Da saß einer und ich habe zu ihm gesagt, ich bin jetzt hier auch, ich bin hier der Pfarrer. Da sagte er zu mir, wen fahren Sie denn? Sag ich, ja, ich fahre niemanden, ich bin hier Pfarrer. Was, sagt er, haben wir auch einen Pfarrer? Ja, sag ich, jetzt haben wir auch einen Pfarrer. Sag, was wollen Sie, schauen Sie sich mal um. Was wollen Sie hier machen? Hier können Sie gar nichts machen. Da habe ich gesagt, Sie werden sehen, ich kann was machen. Und so fing das an. Zu den Pflichten des Flughafenpfarrers gehört es natürlich auch, kirchliche Prominenz zu betreuen. Karl Wojtyła in Frankfurt, als er noch nicht Papst war. Im Fotoalbum von Pater Mader ist auch seine Begegnung mit Mutter Teresa festgehalten. Und ein weiteres Foto erinnert an eine Trauung, die Pater Mader in der Luft vollzog. Heute hat der Flughafen insgesamt 10 Gebetsräume für Christen, Juden und Muslime. (1972) startet die erste Flughafenbahn. In 15 Minuten von der Innenstadt zum neuen Terminal. Auch das damals einzigartig in Europa. Hier wurde eben in das Terminal hinein schon ein Regionalbahnhof konzipiert, durch den die S-Bahn-Linien geführt wurden. Und in den 80er Jahren kam dann eben noch der Fernbahnhof dazu, der angeschlossen ist an die Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Köln. Das heißt, es konnten viele Inland-Kurzstreckenflüge eingestellt werden, weil die Bahn auf einmal wettbewerbsfähig war in den Reisezeiten. Doch der ganze Stolz des Flughafens steht im Keller des Terminals, die Gepäckförderanlage. Die hatte noch einen ganz großen Nachjustierungsbedarf. Und da musste improvisiert werden und es war noch nötig 2 Jahre Probebetrieb mit Hilfskräften, mit vielen Studenten, die uns da geholfen haben, bis es dann perfekt lief und den Anforderungen genügte. Damals ist die Anlage schon 30 Kilometer lang, heute fast 100. (1973) erweitert Lufthansa ihre Basis. Der Flughafen hat jetzt eine Fläche von 1203 Hektar, so groß wie 1700 Fußballfelder. Dann kommt das Sonntagsfahrverbot. Die weltweite Ölkrise. Sie bremst auch den Erfolg der Luftfahrt. Die Kerosinpreise steigen, die Passagierzahlen sinken. Kaum ist das Öl wieder da, läuft's wie geschmiert. Die Flieger sind voll. 1976, zum ersten und einzigen Mal, landet ein Überschalljet in Frankfurt, die Concorde.
Das schnellste Passagierflugzeug der Welt, ein Charterflug. 18.000 Schaulustige strömen zum Flughafen. Ende 1979 fliegen 72 Fluggesellschaften nach Frankfurt und wieder sind die Passagierzahlen auf Rekordkurs. 18 Millionen in diesem Jahr. Damit nimmt auch der Fluglärm zu. Die größte Lärmschutzwand Deutschlands entsteht, 3 Kilometer lang, 10 Meter hoch. Ein Segen für Kelsterbach. Nach einem Jahr Bauzeit steht auch das erste Logistikzentrum für Luftfracht. Und der HR schreibt Fernsehgeschichte. Er sendet live vom Airport mit Heinz Schenk. Stell dich ein auf Rhein-Main, heute mal beim Äppelwein. Darum kommen Sie an Bord, auf der Reise stellen wir vor, viel Musik und viel Humor. Abflug pünktlich, jetzt sofort! Spezialeinheiten der US Army werden in die Rhein-Main Air Base verlegt. Auch das Foreign Emergency Support Team, eine Antiterroreinheit. In 25 Jahren fliegen sie mehr als 30 Einsätze ab Frankfurt. Am 2. November beginnt der Bau der Startbahn West. Flughafenbetreiber FAG möchte expandieren. Nach langem Rechtsstreit mit Anwohnern und Gemeinden fallen die ersten Bäume. Eine Waldfläche so groß wie 130 Fußballfelder muss weg. Die größte Erweiterung in der Geschichte des Flughafens mit erheblichen Protesten. Dann gab es zwei Parteien. Die einen haben ein Ding getragen, das stand für die Stadtbahn West, und die anderen haben ein Ding getragen, die waren dagegen. Und so hat sich das immer mehr hochgeschaukelt. Naja, und dann gab es hinten im Wald dann wirklich ernste Auseinandersetzungen. Die größte Bürgerbewegung Deutschlands protestiert. Tausende Startbahngegner blockieren mit einem Hüttendorf die Rodungsarbeiten. 4 Wochen nach Beginn des Baus wird das Dorf geräumt. Die Demonstrationen eskalieren. Und dann überfallartige Attacken der Polizei. Dann hat sich so hoch geschaukelt, dass immer mehr Polizei beigeholt wurde. Wir hatten bei uns dann also Polizisten aus ganz Deutschland. Also das waren dann diese Bundespolizei, wie sie heute nennt. Und die saßen da bei uns, die wollten aber eigentlich bei ihren Familien sein und mussten wegen der blöden Startbahn, so haben sie das genannt, mussten sie hier sein. Ne? Die sind dann 2, 3 Stunden im Einsatz gewesen, dann kam die nächste Gruppe und dann kamen die wieder und so. Also da war was los. Ne? Sondereinsatzkommandos nehmen einzelne Provokationen zum Anlass, mit Schlagstöcken vorzugehen. Die Bilanz dieses Tages: viele zum Teil schwer verletzte Startbahngegner, kein verletzter Polizist. Der Protest geht trotzdem weiter. Statt mit Schlagstock und Fäusten, jetzt mit Kaffee und Kuchen. Jedes Wochenende, monatelang. Sie machen das ja in Ihrer Freizeit hier mit dem Kaffee und Kuchen. Würden Sie nicht lieber was anderes auch mal wieder machen? Nein, es macht uns Spaß hier. Wir wollen den jungen Leuten beistehen. Jawohl, dass die jungen Leute nicht mahnen, sie werden im Stich gelassen. Denn um die jungen Leute geht es ja, um denen ihre Zukunft geht es ja. Mir, um unsere paar Jahre geht es nicht mehr. Die Arbeiten gehen weiter. Der Bauplatz wirkt wie eine bewaffnete Festung. 2 Jahre später ist die 18 West fertig. Ohne große Feier startet 1984 der erste Flug. Als erste Linienmaschine startet der Flug LH-110. Der Lufthansa Airbus hat den Namen Lüneburg. Das Ziel heißt Paris. An Bord 144 Passagiere. Menschen irren durch die Halle, sie stehen noch ganz unter dem Schock der Explosion. An vielen Stellen liegen Verletzte, ihnen wird hier erste Hilfe zuteil. 19. Juni, 14:42 Uhr. Mehrere Kilo Sprengstoff explodieren im Terminal. 2 Kinder und ein Mann sterben. 52 Menschen werden schwer verletzt. Ein Zeuge berichtet. Auf einmal gibt es einen Riesenschlag und eine Riesendruckwelle. Alles hat geklärt und gewackelt, die Scheiben.
Mordshektik natürlich, gell? Alles rausgestürmt. Die Leute haben geweint, sind durcheinander gelaufen, geschrien. Ich hatte den direkten Blick in die Halle von oben her. Und in der Halle konnte ich noch Flammen erkennen, die schnell gelöscht wurden durch Leute mit Feuerlöschern. Man sah Menschen in der Halle umherirren. Ich konnte nicht erkennen in diesem Moment, ob irgendjemand tot oder verletzt war. Wir waren alle unter dem Eindruck des Schocks. Pater Walter Mader denkt noch oft an eine Reisegruppe aus Portugal. Vor deren Augen explodierte die Bombe. Sie waren ja gar nicht gedacht als Opfer. Und dann gab es ja eben dann die Toten. 3 haben wir im Ganzen gehabt. Einer war ja ein Mitarbeiter von der Fraport. Und die anderen waren alle verwundet. Und jetzt sind wir mit dem Chefarzt damals, mit dem Dr. Fremder, monatelang durch die Krankenhäuser und haben die besucht. Eine Sonderkommission ermittelt. 1126 Zeugen werden befragt, 1060 Spuren verfolgt. Am Ende konzentrieren sich die Ermittler auf palästinensische Terroristen. Heinrich Bernhard leitet den Polizeieinsatz damals. Ich glaube, wir waren ganz nah dran. Leider haben wir die Täter, die dann auch irgendwo im Ausland gewesen waren, nicht bekommen können, um sie vor ein Gericht zu stellen. Passagiere und Gepäck werden seitdem strenger kontrolliert. Das Entscheidende ist die Nachbereitung. Wir müssen dann prüfen, was kann man machen, um einen öffentlichen Bereich so zu schützen, damit nicht wieder einen solchen Anschlag passieren kann. Das waren die entscheidenden Punkte. Die Durchsagen, die Sie hier hören, passen Sie auf Ihr Gepäck auf. Oder unbeaufsichtigtes Gepäck, melden Sie das an die Sicherheitsbehörden und an die Stellen, die dann etwas machen können. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Zwei Monate später. Das war alles vorher auch erstmal. Die Wagen waren seitlich und übereinander und so weiter. Eine Autobombe explodiert auf der Rhein-Main-Airbase. 2 Menschen sterben, 20 werden verletzt. Die Täter? RAF-Terroristen. Sie töten einen Tag zuvor in Wiesbaden einen amerikanischen Soldaten. Mit dessen Ausweis und einem gestohlenen Auto voll mit Sprengstoff gelangen sie auf die Airbase. »2. November. 3 Jahre nach der Eröffnung demonstrieren immer noch Gegner der Startbahn West. Sie fordern mehr Lärmschutz. Die Proteste enden in einer Tragödie. Die Polizei rückte schließlich aus. Plötzlich peitschten Schüsse durch die Luft. 2 Polizisten werden von den Kugeln getroffen. Bernd Hochstetter von der Polizei Darmstadt ist damals im Einsatz. Irgendwann kam das Kommando: abbrechen, alles zurück, sammeln. Und wir sind dann diesen Weg hier, auf dem wir jetzt stehen, zurückgelaufen. Und ich sah, dass da ein Kollege auf dem Feldweg lag, mehrere Kollegen um ihn rum. Mir ist nur aufgefallen, dass der wirklich total bleich, käseweiß im Gesicht war. Und dann sind wir auf unsere Gruppenwagen und waren erst mal völlig perplex. Von Schüssen aus einer scharfen Waffe war zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts bekannt. 14 Mal schießt der Täter in die Luft. 2 Polizisten starben, 43 und 23 Jahre alt. Sie wollten friedlich demonstrieren, sagt Michael Wilk. Er ist einer der Aktivisten von damals. Dieser Eingriff in die Natur ist schon so gewalttätig an sich, dass wir uns das Recht rausnehmen, wieder Bauwerke, sagen wir mal, zu attackieren oder in Frage zu stellen. Dass die Sache dann auch in Auseinandersetzungsebenen geraten ist, wo am Ende 2 Polizisten gestorben sind, das ist nicht nur hochtragisch, das war eine Riesenkatastrophe. Der Tod der Polizisten beendet die Protestbewegung. Im März 1991 wird der Täter verurteilt zu 15 Jahren Haft. Der Flughafen wächst weiter. Grundsteinlegung für den ICE-Bahnhof. Noch ein Luftfrachtzentrum, diesmal im Süden. Und Baubeginn für Terminal 2. Und schon wieder ist der Flughafen Europas größte Baustelle. Kosten pro Tag 1 Million Mark.
des Terminal 2 war eine wichtige Entlastung für den Passagierbetrieb und vor allem die amerikanischen und Überseegesellschaften konnten drüben angesiedelt werden und hatten da völlig neue Möglichkeiten. Also das war zu dem Zeitpunkt schon absolut wichtig. Denn die Passagierzahlen steigen, steigen und steigen. Heute Morgen kurz nach 5 am Frankfurter Flughafen. Ein Jumbo der Fluggesellschaft Cathay Pacific aus Hongkong war das erste Flugzeug, das am neuen Terminal 2 andockte. Gesamtkosten 2,5 Milliarden Mark. Geplant war die Hälfte. Nach 5 Jahren Bauzeit ist Terminal 2 in Betrieb mit 136 Check-in-Schaltern für 18 Airlines. Es gab einen Tag der offenen Tür. Da strömten über 100.000 Menschen aus der Region hier zum Flughafen, um sich das neue Gebäude anzuschauen und vor allem die neue Hochbahn kennenzulernen, die Skyline. Sie konnte also nicht sofort in den Regelbetrieb gehen, sondern pendelte zwischen Terminal 1 und 2 hin und her. Terminal 2 ist das erste Abfertigungsgebäude weltweit für die neuen Großraumflugzeuge wie den Airbus A380. Den gibt's aber noch gar nicht, nur als Bauplan im Computer. (2001) wird die FAG zur Fraport AG, ein neuer Name, Frankfurt Airport Services Worldwide. Das Unternehmen geht an die Börse, der Flughafen wird teilprivatisiert. Stadt Frankfurt, das Land Hessen und der Bund geben 26% ihrer Anteile ab. Die 1,8 Milliarden Mark aus dem Börsengang fließen in den Ausbau des Flughafens und in Investitionen ins Ausland. Fraport ist heute an 30 Flughäfen weltweit beteiligt. Ende Mai 2005 verlassen die Amerikaner die Rhein-Main-Airbase. Das Gelände wird der Fraport übergeben. Sie nutzt die Fläche zunächst für das wachsende Luftfrachtgeschäft. So, und wir gehen jetzt mit der Kamera sofort nach draußen, denn die nächste Maschine im Landeanflug, das soll die A380 sein. Die Maschine kommt. 29. Oktober 2005. Das größte Passagierflugzeug der Welt landet zum ersten Mal auf einem internationalen Flughafen. A380-Pilot Jürgen Raps kommentiert die Weltpremiere. Ja, die Maschine hat bei der Landung jetzt 383 Tonnen nur, damit ist sie relativ leicht und setzt jetzt mit einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern auf der 2.5 rechts butterweich, wie wir eben gesehen haben, auf. Frankfurt wird zum Test-Airport für den Riesenvogel, der tausende Prüfungen bestehen muss für seine Zulassung als Linienflugzeug. Der Flieger ist vollgepackt mit Messgeräten. Jürgen Raps ist einer der ersten A380-Piloten weltweit. Es waren alles Testflugzeuge, waren ja keine Flugzeuge, die irgendwann zur Auslieferung anstanden. Ganz leere Maschinen, wo es keine Verkleidung gab. 10 oder 12 Sitze für Techniker meistens und dann Wasserballasttanks, weil viele Zulassungsmanöver müssen mit besonderen Schwerpunktlagen geflogen werden. Hochinteressant. 8. Mai 2009. 1, 2, 3. Spatenstich für die neue Landebahn Nordwest. Nach langen Gesprächen, Mediationsverfahren und Gerichtsverhandlungen mit Gegnern beginnen die Bauarbeiten. Gerodet werden 282 Hektar, so viel wie 400 Fußballfelder. Diese Fläche muss Fraport im Rhein-Main-Gebiet wieder aufforsten. Auch eine Chemiefabrik ist im Weg. 670 Millionen Euro muss Fraport für den Umzug zahlen. Mehr als für den Bau der Landebahn. (19. Mai 2010). Ich taufe dich auf den Namen Frankfurt am Main und wünsche dir und deiner Besatzung und deinen Passagieren allzeit ein Happy Landings. Lufthansa bekommt ihre erste A380. 14 Maschinen sind bestellt, stationiert und gewartet in Frankfurt im größten Hangar der Welt.
Jürgen Raps fliegt das neue Flaggschiff von Hamburg ins völlig verregnete Frankfurt. Wir wollten ja hier einen kleinen Formationsflug über den Platz machen mit der Ju-52. Alles gut, vorher gebrieft, abgesprochen und dann war hier so miserables Wetter, dass sich die Ju und wir nicht gefunden haben, um es mal so auszudrücken. Ja, und dann sind wir hier bei strömenden Regen gelandet und bei strömenden Regen in diese Halle gezogen worden. Und das war ein phänomenales Erlebnis. 2. März. Der erste islamistische Anschlag mit Toten in Deutschland. 2 amerikanische Soldaten erschossen, 2 schwer verletzt. Der Täter ein 21-jähriger Kosovo-Albaner. Das Urteil lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung. 14:32 Uhr, der große Moment. Die Regierungsmaschine setzt als erste auf der neuen Landebahn Nordwest auf. 21. Oktober. Gekostet hat die Landebahn übrigens 600 Millionen Euro. Sie ist ein Gewinn, diese Landebahn, für den Flughafen. Sie ist ein Gewinn für die Region und sie ist ein Gewinn für das ganze Land, die Bundesrepublik Deutschland. Die A380 und der Jumbo können nicht auf der neuen Bahn landen. Sie ist zu kurz für die schweren Giganten. Anwohner klagen über zu viel Fluglärm. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof verhängt Ende Oktober 2011 ein Nachtflugverbot. Zwischen 23 und 5 Uhr dürfen keine planmäßigen Flugbewegungen stattfinden. Doch die Proteste gehen weiter. Am 15. November 2011 startet die erste Montagsdemo im Terminal 1 mit 400 Anwohnern. 2 Wochen später kommen 5000. In 10 Jahren demonstrieren sie 300 Mal. Heute kommt kaum noch jemand. Der Flughafen hat jetzt eine Fläche von 23 Quadratkilometern. Damit ist er 11-mal so groß wie Monaco. 2018 und 2019 sind die Rekordjahre in der Geschichte des Flughafens. 100 Airlines fliegen zu 300 Zielen, 1400 Starts und Landungen pro Tag. An Spitzentagen landen bis zu 20 A380. Und auf keinem Flughafen weltweit sind täglich so viele Jumbos zu sehen. 70 Millionen Passagiere meldet Fraport zum Jahresende. Gemessen an den Passagierzahlen zählt Frankfurt zu den größten Flughäfen der Welt. Schön langsam für die Journalistinnen und Journalisten. April 2019. Auf den Flächen der ehemaligen US Airbase beginnen die Bauarbeiten für Terminal 3. Platz für 33 Maschinen an 4 Flugsteigen. Gesamtkosten 4 Milliarden Euro. 2023 soll der Neubau in Betrieb gehen und bis zu 25 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Doch dann kommt alles anders. Die Seuche kommt. 1. Februar 2020. Die Bundeswehr fliegt 100 Deutsche aus China nach Frankfurt. Ein neuartiges Coronavirus ist für Menschen lebensgefährlich. Eine Pandemie. Mehr als 700 Millionen Menschen weltweit infizieren sich mit SARS-CoV-2. 7 Millionen Menschen sterben daran. Weltwirtschaft und Luftfahrt liegen am Boden. Für Fraport-Chef Stefan Schulte die größte Herausforderung in seiner Karriere. Ich habe mir so eine Pandemie nie vorstellen können. Und auch wenige Tage vorher noch habe ich erwartet, dass es etwas wie SARS, das drückt sich regional aus, dass wir mal weltweit mit dem Luftverkehr zum Stehen kommen. Habe ich absolut mir nicht vorstellen können. Und auch ich bin nur ein Mensch am Ende. Ich brauchte auch 24 Stunden, 48 Stunden, das zu realisieren, was das eigentlich heißt. Deutsche Airlines starten die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Innerhalb von 5 Wochen werden 240.000 Menschen aus 65 Ländern nach Deutschland zurückgeholt. Die meisten landen in Frankfurt. Am 7. April gehen hier die Lichter aus. 14 Monate bleibt Terminal 2 geschlossen. Die Nordwestlandebahn, ein Parkplatz.
Vor Corona landeten täglich 700 Flugzeuge, jetzt kommen noch 100. Vorwiegend Fracht- und Militärmaschinen. Sie transportieren Masken und Hilfsgüter. Lufthansa, Fraport und viele Firmen am Flughafen müssen Personal abbauen. Zehntausende verlieren ihre Jobs. Wir sind damals durch ein Loch durchgegangen, wo wir nicht wussten, ob wir überleben, wie lange es dauert, wo wir uns auch vom Mitarbeiter trennen mussten. Zum Glück alles einvernehmlich. Das war eine für alle sehr, sehr schwierige Zeit, wenn sie monatelang zu Hause gesessen hatten, keine Arbeit hatten, sahen, dass auf den Landebahnen die Flugzeuge geparkt sind. Dann ist das etwas, was diese Belegschaft, was wir im Luftverkehr nie kannten. Und das bleibt auch ein Stück weit im Hintergedanken natürlich, auch wenn heute es wieder brummt, wenn wir heute wieder bei 85–88% des Vorkrisenniveaus sind, auch wenn heute unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter echt wieder reinhauen müssen mit Sonderschichten und so weiter. Aber es bleibt im Hinterkopf. Das Zeitalter der Großraumjets vorbei. Vorerst. Die Eröffnung von Terminal 3 verschoben. Um 3 Jahre. Sommer 2022. Die ersten Passagiere starten wieder in Europa. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Fliegen ist nur mit Maske erlaubt. Erst ein Jahr später werden alle Corona-Regeln aufgehoben. Und der Flughafen heute? 86 Fluggesellschaften fliegen zu 292 Zielen in 92 Ländern. Fast so viele wie vor Corona. Fraport meldet 60 Millionen Passagiere im Jubiläumsjahr. Tendenz steigend, aber viel zu schnell. Der Luftfahrt weltweit fehlt Personal. Die Folge: Flüge sind unpünktlich oder müssen sogar ausfallen. Auch nach der Pandemie landen weiterhin Militärmaschinen. Kriege und Armut in vielen Ländern beherrschen die Nachrichten. Von Frankfurt aus starten Hilfsflüge in Krisengebiete. Hochrangige Politiker aus der ganzen Welt landen hier, wie die Air Force 2. Die Delegation wird per Hubschrauber-Shuttle zum amerikanischen Stützpunkt nach Wiesbaden-Erbenheim geflogen. Der Flughafen hat in 100 Jahren viele Krisen erlebt und überlebt. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, von Siegermannschaften, Steuerbetrügern und Country-Stars. Tom Astor komponiert 1988 sein Flughafenlied. Frankfurt am Main. Ein Hit bis heute. Ja, ich hatte einen Flug gebucht und der wurde annulliert. Und ich hatte 4 Stunden Zeit, mir die Zeit zu vertreiben. Ich denke, was machst du jetzt? Setzt dich an die Bar, trinkst dir einen oder nein, ich habe mich hingesetzt und habe wirklich die Leute beobachtet, die alle so vorüberzogen. Das war ja international damals schon. Und das habe ich versucht, in diesem kurzen Song auf meine Art zu beschreiben. Der Flughafen ist Europas wichtigster Umschlagplatz für Fracht und Passagiere. 500 Firmen bieten 80.000 Menschen Arbeit. Ohne sie wäre der Betrieb nicht machbar. Follow-me-Fahrer, Lotsen, Gepäckabfertiger und Spediteure, Helfer und Retter, Papierstecher, Gärtner, Winterdienst und viele mehr. Sie halten Deutschlands Airport am Laufen seit Jahrzehnten, ob in Krisen oder Rekordzeiten. Für den Passagier oder für den Betrachter ist es ein harmonisches Ganzes, aber es besteht aus so vielen Puzzleteilen und je weiter man in diese Organisation reinblickt, desto erstaunter ist man, wie das gesamte Uhrwerk funktioniert sozusagen. Und in 20 Jahren neue Flugzeuge, neue Ideen stehen in den Startlöchern. Zum Beispiel Fliegen mit Ökosprit. Bis 2045 will der Flughafen CO2-neutral sein. Und so dreht sich das Zeitrad weiter, Jahr für Jahr mit neuen Geschichten. Die Freiheit vom Fliegen scheint grenzenlos auf dem International Airport Frankfurt am Main. International Airport, Frankfurt am Main. Hier triffst du Sieger, Verlierer und Trend.
Stars, Prominente, die du von der Glotze her kennst. International Airport, Frankfurt am Main.